In der sonnigen afrikanischen Savanne lebt ein Löwenrudel friedlich im grünen Gras, und die sanfte Brise streichelt die Akazienbüsche. Die Löwin geht neben ihrem lebhaften Löwenjungen her, lehrt es das Schnüffeln und hindert es geduldig daran, zu weit wegzulaufen. Jeden Morgen ziehen sie in Herden am Wasserloch vorbei, das weiße Licht, das herabströmt, lässt ihr goldenes Gefieder wie Honig glänzen. Das Löwenjunge liebte den Geruch von nassem Schlamm, das Quaken der Frösche und es gefiel ihm, dass seine kleinen Füße sich gelegentlich ein paar Dutzend Schritte von der Seite seiner Mutter entfernten. An einem schwülen Morgen jagte er Libellen in das flache Sumpfgebiet, dessen kräuselndes, trübes Wasser den blauen Himmel widerspiegelte. Die Löwin bemerkte, dass ihr Junges fehlte, und folgte sofort den weichen Fußspuren und dem Geräusch von Schaum, der gegen das schlammige Ufer schwappte. Als es das Kind im Wasser spielen sah, stürzte es zu schnell hinüber, seine Vorderbeine rutschten tief ein und es fiel mit dem ganzen Körper schwer in den Schlamm. Der dicke Schlamm umschloss ihren Bauch und ihre Hüften fest, und mit jeder Anstrengung wurde ihr müder Körper tiefer und tiefer hineingezogen. Das Löwenjunge verharrte am Ufer, die Augen weit aufgerissen, sein Schrei hoch und schluchzend inmitten des Geruchs von saurer Erde und Hitze. Die Löwin brüllte heiser und versuchte, sich aus Trägheit umzudrehen, doch der Schlamm fesselte ihre 4 Beine wie Ketten. Einige wenige in der Herde hörten das Geräusch, erschienen kurz und zogen sich dann ängstlich zurück. Ihr Instinkt, Gefahr zu vermeiden, war stärker als ihr Mitgefühl. Die Mittagssonne erreichte allmählich ihren Höchststand, die Hitze brannte auf den Lehmboden herab, Mutter und Kind blieben allein in der Leere zurück. Die Zeit verging langsam wie Schlamm, der Atem der Löwin wurde schwerer, ihre Augenlider sanken vor Erschöpfung und Enttäuschung. Das Löwenjunge rannte am Ufer entlang und wusste nicht, was es tun sollte, außer zu rufen, seine Stimme war in der Hitze heiser. Der Durst quälte es und zwang es, sich zu einer nahegelegenen Pfütze zu schleichen, ein paar schnelle Schlucke zu trinken und dann zu seiner Mutter zurückzukehren. Die Löwin verstand, dass sie umso tiefer sank, je mehr sie sich wehrte. Deshalb hörte sie auf zu kämpfen und fixierte ihr Junges mit ihren Augen, als wolle sie ihm ihre letzte Botschaft übermitteln. Der Wind trug den Geruch von feuchter Erde und verrottenden Wurzeln sowie das Zirpen von Insekten heran und verstärkte so den Eindruck von Traurigkeit. Der Himmel war wolkenlos klar, keine Wolke hätte das gleißende Sonnenlicht abhalten können, das auf den blutbärenden Schlamm herabprasselte. Die Geräusche wilder Tiere in der Ferne verstummten allmählich, nur das müde Atmen und das platschende Geräusch des sich windenden und fest umschließenden Schlamms blieben übrig. Das Löwenjunge legte sich hin, das Kinn auf die Vorderpfote gestützt, die Augen voller Tränen, und blickte seine Mutter mit einem Blick an, der zugleich unschuldig und verzweifelt war. Die Löwin blinzelte sanft, um ihr Junges zu beruhigen, dann schloss sie die Augen und ließ sich in einen Schlaf sinken, so zerbrechlich wie ein trockenes Blatt. Das Gras am Ufer war still, kein Vogel flog vorbei, die Zeit schien mittags stehen zu bleiben und auf ein Wunder zu warten. Das Wunder kam von fern, mit dem tiefen Dröhnen eines Motors, das über die trockenen Erdhügel hallte und eine Staubwolke aufwirbelte. Das Löwenjunge erschrak, stand plötzlich auf, spitzte die Ohren und begriff, dass die Chance, seine Mutter zu retten, vielleicht ganz nah war. Plötzlich tauchte ein weißer Jeep um die Ecke auf. Die beiden Ranger kehrten rechtzeitig zum Mittagessen zur Station zurück. Die Sonne brannte noch immer heiß. Das Löwenjunge stürmte auf die unbefestigte Straße, stellte sich zitternd, aber entschlossen vor das Auto und starrte mit den Augen direkt in die Windschutzscheibe. Die beiden Ranger bremsten abrupt, ihre Herzen klopften, öffneten die Tür einen Spalt breit und sahen sich um, aber sie sahen keine Herde, nur ein einsames Junges. Der Beifahrer flüsterte ihm zu, vorsichtig zu sein. Der Fahrer nickte, aber das Löwenjunge rannte bereits los und drehte dabei ständig den Kopf. Sie erkannten sofort, dass es den Weg weisen wollte, der Jeep kroch langsam den kleinen Fußspuren im feuchten, gefleckten Gras folgend. Durch einen Erdhügel hindurch erstreckte sich der Sumpf endlos, inmitten des riesigen Schlamms erhob sich der Kopf der Löwin wie ein Felsen. Die beiden Ranger schwiegen, sahen sich einen kurzen Moment an und schätzten dann rasch das Gelände, die Schlammtiefe, die Windrichtung und den Rückzugsweg ein. Sie beschlossen, das Tier zu retten, mussten aber vorsichtig sein, da die Löwen möglicherweise in der Nähe waren und sich im Gebüsch versteckt hielten.
Die erste Person öffnete den Kofferraum und holte eine Schachtel mit Narkosemittel, Spritzen, einen Blasebalg und dicke Seilrollen heraus. Die verbliebene Person schleppte Holzplanken, eine kleine Schaufel und ein paar Eisenpfähle herbei und errichtete dann provisorisch ein Warnschild für vorbeifahrende Fahrzeuge. Der erste Schritt ist die Narkose. Dazu wird eine Tablette durch einen Schlauch, der an der Schulter der Löwin befestigt ist, eingespritzt, um Panik bei ihr zu vermeiden. Sie warteten einige Minuten, beobachteten, wie sich die Atmung verlangsamte, und gaben dann das Zeichen, mit dem Verlegen von Brettern zu beginnen, um einen sicheren Weg durch den Schlamm zu schaffen. Das Löwenjunge saß am Rand des Ufers, die Augen auf seine Mutter gerichtet, und warf ab und zu einen flehenden Blick auf den Menschen, als wolle es ihn anflehen und prüfen. Der Ranger befestigte ein Seil als Handlauf und ging dann langsam auf den Plankenboden hinaus. Der Schlamm zitterte, aber verschluckte seine Füße nicht mehr. Aus sicherer Entfernung beobachtet der Fahrer die Umgebung und ist bereit, ein Signal zu geben, falls es auf der umliegenden Weide verdächtige Bewegungen gibt. Als der Betäubungspfeil seine Wirkung entfaltete, entspannte sich der Kopf der Löwin, ihre Augen schlossen sich und ihr Körper hörte auf, reflexartig zu zucken. Es war Zeit zum Annähern. Sie tauschten kurze Handzeichen aus und hielten ihre Atmung ruhig wie im rigorosen Training. Ein Ranger lehnte sich auf das Brett und fädelte das Seil über die Brust der Löwin, wobei er ihren Hals aussparte, um Verletzungen zu vermeiden. Er machte einen Kreuzknoten, zog ihn gerade so fest, dass er zog, und gab dann das Signal zum Ziehen, während der andere mit einer improvisierten Rolle die Richtung der Kraft kontrollierte. Das Seilende war am Anhängerhaken des Wagens befestigt, der Motor heulte auf, die Räder rollten langsam zurück, das Seil war straff gespannt wie eine silberne Schleife. Der Körper der Löwin befreite sich aus dem Sog des Schlamms, bewegte sich Zentimeter für Zentimeter vorwärts und hinterließ eine tiefe, zickzackförmige Furche wie einen Riss auf der Oberfläche eines Sees. Schlamm spritzte an den Rändern entlang und bespritzte Brett und Stiefel, aber das Seil hielt einen gleichmäßigen, vorsichtigen Zug aufrecht. Schließlich glitt die Löwin an Land, blieb regungslos liegen, ihr Fell war mit Schlamm durchnässt, ihr Atem ging gleichmäßig, aber sehr schwach. Das Löwenjunge kam herüber, berührte mit seiner Nase die Wange seiner Mutter und rieb sie sanft, als wolle es sie wecken, dann legte es sich eng an sie, die Augen immer noch auf sie gerichtet. Zwei Ranger gossen Wasser aus einem nahegelegenen Loch in Eimer und wuschen vorsichtig den getrockneten Schlamm ab, der am dicken Fell klebte. Sie überprüften den Körper auf Kratzer, Puls und Reflexe, notierten einige Zahlen und deckten ihn dann mit einer dünnen Plane zu, um ihn warm zu halten. Frisches Fleisch wird in einiger Entfernung platziert, um sowohl den Hunger des Löwenjungen zu stillen als auch um der Mutter Trost zu spenden, wenn sie aufwacht. Eine Person entfernte das Seil, die andere befestigte die Bretter und überprüfte die Fußspuren am Rand des Rassens, um sicherzustellen, dass keine unerwarteten Gefahren lauerten. Sie fuhren rückwärts ins Auto, öffneten die Fenster nur einen Spalt breit und beobachteten die Atmung der Löwin und die aufmerksamen Gesten des Jungen. Das Sonnenlicht wurde weicher, die Schatten der nahen Bäume zitterten, und der Wind trug kühle Feuchtigkeit mit sich, sodass die Rettungsaktion in Stille zu versinken schien. Der Minutenzeiger verstrich, der Puls beschleunigte sich allmählich, die Löwin bewegte ihre Pfoten, ihre Ohren zitterten leicht, ein deutliches Zeichen der Besserung. Es holte tief Luft, öffnete langsam die Augenlider wie Blattknospen, schnüffelte umher und drehte dann den Kopf, um das Nestling zu finden. Das Löwenjunge streckte sofort seinen Hals, um das Gesicht seiner Mutter zu lecken, ein tiefes Knurren ertönte, die gesamte Graslandschaft schien nach dem Sturm hell erleuchtet zu sein. Es richtete sich wankend auf, schüttelte seine schlammige Mähne und schnüffelte am Ufer herum, als wolle es sich vergewissern, dass die Welt noch in Sicherheit war. Die beiden Ranger lächelten im Auto, unterhielten sich mit Blicken, griffen nicht mehr ein und beobachteten das Geschehen einfach aus der Ferne. Die Löwin leckte den Schlamm vom Fell ihres Jungen, sog den vertrauten Duft ein und beruhigte ihn mit einer langsamen, gleichmäßigen Geste, als hätte sie es ihm versprochen. Als die Erschöpfung nachließ, entdeckte es das zurückgelassene menschliche Fleisch, näherte sich vorsichtig, beschnupperte es und fraß jedes einzelne Stück. Das Löwenjunge fraß mit seiner Mutter, blickte gelegentlich zum Auto auf und wippte mit den Ohren, als ob es verstünde, dass Sicherheit von Wohlwollen herrührte.
Nach der Mahlzeit legte sich die Löwin zum Ausruhen in den Wind, schloss für ein paar Minuten die Augen und stand dann mit gleichmäßigem Gang auf. 2 Ranger nutzten Ferngläser für eine letzte Kontrolle und notierten die Erholungszeit, die Lage des Sumpfes und die bemerkenswerte Zusammenarbeit. Auf dem trockenen Gras streckte die Löwin ihren Rücken, blickte zur Herde und beschloss, vor dem Windwechsel weiterzuziehen. Mutter und Tochter drehten einmal die Köpfe, um den Jeep anzusehen, ihre Blicke wortlos wie ein Faden, der 2 Welten verbindet. In der Hütte lächelten die beiden Ranger müde, aber erleichtert, denn sie wussten, dass sie heute auf der Seite des Lebens standen. Der Motor sprang problemlos an und das Auto rollte davon, hinterließ einen stillen Sumpf, dessen trübes Wasser sich allmählich beruhigte. Die Löwin führt ihr Junges über das leuchtende Gras, der frische Wind wie ein reinigender Hauch, der den Atem des Lebens in sich trägt. Am Nachmittag gesellten sich die Fußspuren von Mutter und Kind zum Pfad der Herde, die Geschichte wurde vom Wind wie ein stiller Dank weitergetragen,